zusammen, liebe Zuschauer. Trecken Sie sich die dickste Socke an, die Sie finden können, und graben Sie die Thermoskanne mit dem guten Kakao aus. Denn das nächste arktische Abenteuer ist direkt vor der Haustür. Der kanadische Wetterdienst kündigt winterliche Extremsituationen an. Ein Polarvortex nähert sich und bringt Temperaturen von Eisien minus 24 Grad Celsius, die sich durch den schneidenden Nordwind wie minus 28 Grad anfühlen werden. Unser Tipp: Schichten, Schichten, Schichten. Alles, was der Kleiderschrank hergeht, ist jetzt angesagt. Und vergessen Sie dabei nicht den alten Schal, den der Oma vor 20 Jahren gestrickt hat. Der wird nämlich ihre beste Freund. Und ja, Mode bei 20 Grad minus ist natürlich absolut irrelevant. Am besten bleiben Sie gleich zu Hause. Schnappen Sie sich einen heißen Tee und ein gutes Buch und kuscheln Sie sich unter der warme Deck. Entspannen Sie und denken Sie dran, der Frühling ist nur noch 97 Tage entfernt. Ja, ich weiß natürlich auch wie vor Winter in Kanada. Wie hältst du das aus? Das muss doch kalt sein. Ja, wie soll man das aushalten, ne? Wenn man friert. Boah. Ja, heute ist es nicht ganz so schlimm. Heute haben wir 14 Grad minus. Der letzte Tag war das Polar-Vortex hier. Da wird 24 Grad minus. Und dann mit dem Wind. Halleluja. Ich meine, an solchen Tagen, da gehst du natürlich nicht aus dem Haus raus. Ist ja klar, das ist ja dann auch gefährlich. Weil, wenn man dann atmet, dann kommt da die eisige Luft rein. Also ohne die gute alte Covid-Maske geht da ja nichts. Kannst du ja noch nicht mal von A nach B laufen, ne? Die Winter in Kanada unterscheiden sich von Provinz zu Provinz. Von klirrender Kälte bis zu überraschend milden Temperaturen ist hier alles dabei. In den 3 Territorien Yukon, Nordwest und Nunavut ist es am frostesten. Kein Wunder, die wohnen quasi Tür an Tür mit der Arktis. Temperaturen zwischen minus 16 und minus 32 Grad sind hier ganz normal. Die gute Nachricht: es ist oft zu kalt für Neuschnee. Die schlechte: bis zu 3 Meter Schnee im Jahr kommen trotzdem irgendwie zusammen. Also wer der Schneeschieber liebt, der wird sich hier pudelwohl fühlen. In British Columbia dagegen ist der Winter schon fast gemütlich. Mit milden minus 2 bis minus 8 Grad lässt es sich hier ganz gut aushalten. Der Pazifik bringt eine warme Brise aus der Tropen mit. Aber Vorsicht, in der Berge kann es heftig schneien. Bis zu 10 Meter im Jahr. Whistler ist also nicht ohne Grund das Mekka der Skifahrer. Die Prärieprovinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba spielen in einer ganz anderen Liga. Hier ist es weit, flach und der Wind mäht, was er will. Die Temperaturen liegen zwar nur bei minus 4 bis minus 24 Grad, aber dank der eisigen Brise fühlt sich das jenens an wie minus 50. Die gute Nachricht: du brauchst hier keine Föhn, der Wind regelt das. Ontario und Quebec sind mit minus 2 bis minus 22 Grad im Winter dabei, zumindest im südlichen Bereich. Je weniger du in der Norden dieser Provinzen gehst, desto mehr nähert sich der Frostlevel dem Arktis-Modus. Wärmflasche und Kakao? Pflichtprogramm. Die Atlantikprovinzen New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island und Neufundland liegen ebenfalls bei minus 2 bis minus 22 Grad. Hier bringt der Atlantik aber eine kalte Strömung mit. Nix Tropen-Feeling wie an der Pazifikküste. Hier geht die kühle Arktikbrise. Ich wohne ja Süd-Ontario. Da ist das jetzt sowieso nicht ganz so schlimm, als wenn wir jetzt im Norden von Ontario, ne? Die sagen wahrscheinlich zu uns, hey Junge, ach die Weicheier, 20 Grad minus, das ist doch nichts, das haben wir hier schon im Oktober, ne? Und
die haben natürlich dann noch irgendwie 6 Monate Schnee und Eis und Winter. Da habe ich ja nicht so wirklich Bock drauf. Also mir reicht das hier. Das sind 3,5 Monate. Das ist mir genug. So, jetzt muss ich mir aber doch die Mütze antun. Wird doch ein bisschen kalt jetzt. So, ja. Ja, es ist ja nicht alles furchtbar im Winter, ne? Man kann dann, wenn es sonst ein bisschen raus ist, dann ja nicht schön spazieren. Und so eine Winterlandschaft hätte ja irgendwie jetzt, ne? So schön ruhig, alles still. Nur so die knirschenden Schritte. Es geht natürlich auch auf die richtige Kleidung an. Ne? Als ich hier hinkam, im Februar 2001, der kälteste Monat im Jahr, oder einer der kältesten Monate im Jahr, komme ich an mit meinem deutschen Filmschirr Winterjäckchen. Das war natürlich nichts. Ne? Da musste ich jetzt einkaufen. Ja, jetzt habe ich natürlich so einen Jack, da geht nichts durch. Da wird es eben auch nicht kalt. Das ist der ultimative Winterschutz. Was natürlich auch jeder Kanadier hat, ist eine Long John. Was ist eine Long John, fragt ihr euch vielleicht. Das kann uns hier der Professor neunmal klug erklären. Long Johns sind lange Unterboote, auch Thermounterwäsche genannt, und die sind speziell für kaltes Wetter entwickelt. Die speichern Wärme, leiten Feuchtigkeit ab und dienen als Basisschicht unter der Kleidung. Ideal sind die für Outdoor-Aktivitäten wie Skifahren, Wandern oder für eine frostige Gang zum Briefkasten. Ja, das hat jeder Kanadier in seinem Kleiderschrank. Das ist eigentlich ein Muss für den Winter. Ja, Schuhe. Ich habe verschiedene Winterschuhe. Ich bin ja ein Mädchen. Ne? Wir brauchen immer ein paar Schuhe. Die sind aber unterschiedlich in der Gradzahl, wie sie deine Füße warm halten. Die Stück anhaben, die gehen bis minus 25. Und dann habe ich noch ein paar, das ist minus 15. Und noch ein paar, die auch minus 15 sind. Andere Farbe aber, ne? Und mit der richtigen Winterkleidung muss man sich nicht nur auf Spaziergänge beschränken. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, um die kalte Jahreszeit zu genießen. Zum Beispiel kann man eine Hundeschlittenfahrt machen. Nein, nicht mit dem Familienhund. Und mit dem auch nicht. Sondern mit echten, richtigen Schlittenhunden. Oder man wird kreativ und schnitzt sich eine schöne Eisskulptur. Und wer es gemütlich macht, kann sich ein kleines Iglo bauen und dort ein Päuschen einlegen. Oder man jagt mit dem Schneemobil durch die Gegend. So ein richtiger Kanadier ist natürlich mit Schlittschuh an der Füße geboren worden. Und das ist so eine weitere Winteraktivität, die man hier hegt und pflegt. Ja, der Winter, der hat schon einiges zu bieten. Man muss sich nur trauen. So, jetzt wisst ihr, wie man den Winter in Kanada auch rumkriegen kann. Vielleicht hat er ganz Lust, das selber zu erleben. Ja, und da wünsche ich euch jetzt. Bis dann, ne? Tschüss! Der Vater war eine Eisbär, der Mutter war eine, der Oma und der Opa. Einfach
Mir ist es trotzdem kalt, ich schon wieder innen unter mein Deck.